Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Quantum Conundrum. Mein Name ist Lord Joda und ich spreche das Ganze gerne Quantum Conundrum aus. Ich habe keine Ahnung warum, irgendwie habe ich mir das Wort einmal angeguckt, beschlossen, da steht garantiert Conundrum und ja. Also falls ihr plötzlich Conundrum hört, ist dieses Spiel gemeint. Was ist dieses Spiel? Es ist so eine Art Portal, also ein Rätselspiel. Dementsprechend wird es auch Contraption Maker ersetzen. Ob es einmal die Woche oder öfter kommen wird, ja, mal schauen. Hängt auch so ein bisschen davon ab, was ihr sagt, ob es euch gefällt. Also, ja, lasst es mich wissen. Ich habe mal kurz reingeschaut, kenne es aber sonst noch nicht wirklich. Also, ich habe das Tutorial sozusagen gemacht, um einfach zu schauen, passt alles, gefällt es mir. Wir können mal hier kurz reingucken. Ja, man kann die Steuerung einstellen, man kann die Audio-Einstellungen einstellen und man kann überraschend auch Video einstellen. Überraschend stimmt eigentlich sogar, weil irgendwie die Factorio und Craft the World kann man Video nicht wirklich einstellen. Ja, es gibt Achievements, die werden auch auf Steam angezeigt. Allgemein gibt es dieses Spiel auf Steam zu holen. Und ja, dann werden wir auch direkt ein neues Spiel starten. Naja, bisheriger Spielfortschritt weg, war eh nicht viel, also wurscht. Once upon a time. That's how these things usually start, yes? A sister took pity on her brilliant, prolific, and incredible brother. She had somehow gotten it in her head that he might be lonely, or at least that's what she claims. And so, on a perfectly fine, productive Friday afternoon, the sister picked up her son from the Elwood Academy for Boys and dropped the aggravating child off on the brother's doorstep. Now the boy had visited Quadrangle Manor on a few occasions. Each time was complete with a grand entrance from the brother, who was in fact a professor and inventor with a profound and soaring intellect. With each visit, the inventions he exhibited became more slick and cutting edge. The boy eagerly awaited the revealing of the professor's latest contrivance, but this, the most captivating of visits, started a bit differently. Ja, und das war dann auch schon die Einführung. Well, let's see here. If I configure the transdimensional velocity regulator at approximately 0.887 microseconds past the... Oh, you're here? I have the most incredible invention to show you this visit. Unfortunately, I'm a bit indisposed at the moment. Okay, ja, also if you take your luggage into the foyer, I will join you as soon as I can. Also mit Linksklick kann man Objekte anheben und dann hier so umtragen. Ja, wahrscheinlich muss ich das erstmal ablegen und dann nehmen und dann gehen wir ja durch. You confounded machine. What was that? Und oh, good. That should be a safety release for the door up there somewhere. Now, where on earth did I put that? Wait a minute. Something isn't quite right here. Oh, no, 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 no! Ah! okay. Das sieht definitiv nicht gesund und nicht gut aus. Ja. Okay. Wait, what just happened? I'm not entirely sure where I am right now. The security uplink on my watch still seems to work, so I can see you and... Hello? You can hear me, right? Jump around a bit if you can. Ja, dann springen wir halt mal. Ah! It seems as if I can still tap into the intercom system. Well, I most certainly can do better than this. Testing, 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 testing! There. Ha! Much better. Now, what in the world are you doing here? Were you supposed to be here today? No matter. Well, judging from the current underwhelming amount of light in this room, we're still on backup power. My head is killing me. It seems as though I now possess a rather large epidural hematoma. A bump on the head. Do me and yourself a favor and head to the front hall.
there's a way to restart the power grid. Ja, ich denke mal, meinen Koffer werde ich jetzt erstmal nicht mehr brauchen. Last I remember, I was in the new technology sector, and then... I don't know. I do think the failsafe was tripped accidentally. Unfortunately, the front door will remain in lockdown until you can restore the power. Ja, If also... you head over to my office over on the left, you should be able to restart the Manor's power grid. Genau. Also, wie wir sehen, wir sind hier allein sozusagen, aber haben ihn als Kommentator. Dementsprechend sind wir nicht ganz allein. Aber er erklärt sozusagen, warum wir das Ganze machen müssen. Ja, und er redet jetzt gerade noch viel, aber ich denke, das wird besser. Und ist auch, denke ich, oder finde ich ganz nett, was er immer so von sich gibt. As effective as I'd hoped. You'll have to reactivate the generators in each sector in order to lift the current lockdown. Just take the glove in the box with you. I wish you could see my facial expression right now, as I am not pleased. Ja, ich finde, der macht sehr nette Kommentare, also ist es eigentlich auch ganz nett, wenn er redet. Ich hoffe, ich werde trotzdem nicht zu oft unterbrochen. Naja, ich nehme jetzt mal den Glove und dann kriege ich garantiert wieder Text zu hören. What you are holding is an early prototype of the Interdimensional Shift Device, or IDS device for short. It's one piece of my latest invention that should come in handy. Get it? You know, because it's a glove. Ja, Scherzkeks ist auch. Hier rein. Finde die Planrollen, um in das Forschungs- und Entwicklungslabor. Okay. Das heißt, hier geht es noch nicht If you weiter. can access the generator at the back of each wing, we might be able to lift the lockdown on the rest of the house. It seems as if the breaker did unlock the blue wing. Well, I suppose you should start there first. Also wie ich das sehe, ist da hier sozusagen die Levelauswahl. Hier ist dann, weiß ich nicht, vielleicht der grüne Flügel, da hinten der rote, da noch irgendwas. Und wir starten auf jeden Fall hier. Und drum gehen wir da mal rein. There's something I must tell you. My latest invention has required me to make a few adjustments to the house since the last time you barged in. I mean, visited. Okay. Klingt ja gut. Now, one of the topics that our family has been studying for several generations are rifts, existing between various dimensions. I've been able to develop a power source that will channel enough energy into one of these dimensional rifts that it can be widened enough to travel through. Okay, also wir können durch irgendwelche Rifts, oder er kann durch The irgendwelche glove Rifts. controls the power source, which allows you to travel to whichever dimension has rifts in the area. Klingt auf jeden Fall mal interessant. Und ich vermute mal, das wird ein sehr You won't have großer control Aspekt over vom the Spiel. ability to switch dimensions yet. Just be patient. This door is using one of my inventions, the repetitive, periodic, articulating Gruidae. Or a drinking bird, except it's far more advanced. Ja, hier können wir selber drauf drücken. Well, because your glove is an early prototype, it has a few limitations in terms of dimension accessibility and the distance it can be from a receptacle in order to function. Mhm. Dann wollen wir da mal This durchgehen. is such an early experiment with dimensional shifting, so I decided to have it triggered remotely with the drinking bird. Instead of operating a door, the bird will trigger a dimensional shift. There's an IDS battery in the machine that will power the dimensions, which in this case is Fluffy Dimension. In addition to Fluffy being embarrassingly adorable, it's also rather useful because everything is 10 times lighter than normal. Mit anderen Worten, sobald es fluffy ist, kann ich hier diesen Tresor tragen und dann vermutlich darauf springen. Ja, sehr gut. Though that looks like a regular scale, it is in fact a portable kinetic mass to electricity converter. Ja. Stellen wir mal da drauf. Und
Was ist hier los? There's that lovely bird again. Sometimes I call him Desmond. Something to note. Since you're holding a version of the IDS device, you, in fact, are not the you in an alternate dimension. Let me try that again. You remain constant, so no matter the dimension, your mass, shape, speed, and trying personality remain the same. So, das können wir mal hier reintun. Den können wir jetzt da drauf stellen. Ha, sehr gut. Und dann, wenn wir das so machen, sollten wir weiterkommen. Sehr gut. Hier dasselbe wieder, darüber. Dann eine Runde hüpfen. You should throw that IDS battery into the receptacle mounted on the wall. Wow. Da oben? That receptacle will distribute the power source around the room, allowing you to now use your IDS device to switch dimensions at your leisure. Das heißt, wenn ich jetzt E drücke, hier, kann ich das Ganze flauschig machen. Das heißt, stellen wir den mal dran, jetzt machen wir schwer und wir kommen hier durch. Sehr schön. As I mentioned, dimensional rifts in the manor are magnified by the stabilizing energy from the IDS receptacle and batteries. This is what enables you to slip between dimensions when you're wearing the IDS glove. So. Ah, that's Dolly. Dynamic Object Linear Ligation Interface. To you, a cloning device. I like my house just so. So I decided to add functionality to her to keep everything consistent. Au. I'll need to tune that later. Ja, wie auch immer, wir kommen jetzt hier durch. Haben hier auch so eine Batterie. Und müssen die wahrscheinlich jetzt irgendwo hinwerfen. Die Frage ist, wo? Ach ja, natürlich da. Gut, und dann müssen wir den hier vermutlich holen. Und dahin stellen. Und ja. Weiter geht's. Oh, Laser. Toll. These are my own particular hybrid beams of carbon dioxide and neodymium dope yttrium aluminum garnet lasers using an alternating ray configuration. Gives them an extra kick. Dann stellen wir das mal drauf. Und der Laser ist zumindest mal weg. Was schmeißt der jetzt? Stühle. Stühle. So, was ist das? Ein Tresor, der vermutlich darüber muss. Zumindest wenn ich ihn treffen würde. Also, schmeißen wir mal. Das sieht gut aus. Und die Tür ist offen. Unfortunately, the breaking of this glass is a necessary evil. Don't take that as permission to do it elsewhere. Na toll. Ich habe mich so gefreut. So, was haben wir denn hier? Warum geht's hier weiter? Ach du Schande. Was ist das denn? Ah, vermutlich... Okay, da komme ich wieder hoch, wenn die Scheibe kaputt ist. Gut. Dann werden wir jetzt mal hier diese Taste drücken. Okay. Und... Was passiert, wenn ich jetzt hier auf Flauschig... Auch nicht wirklich viel. So, wie komme ich jetzt hier auf die andere Seite rüber? Ah, just letting you know that you reset the glass.
Thank you. Ah, okay. Dementsprechend, wenn ich jetzt auf Flauschig gehe, da drauf drücke, ist das da. Das heißt, ich kann hier rüber. Wenn ich jetzt auf schwer mache. Ha! Perfekt. Kommen wir weiter. So. Was ist denn hier? Wir müssen hier irgendwie durch. Und das Teil holen. Aber wie kommen wir hier durch? Da ist irgendeine Katze. Hallo? Übersehe ich gerade irgendwas? Sieht danach aus. Also ich würde gern durch diese Tür gehen. Aber ich komme nicht durch. Weil, warum auch immer. Und was ist mit dieser Katze? Gehen wir nochmal zurück. Komme ich auch nicht durch. Okay. Okay, man kann auch andere Sachen nehmen. Oh, that creature there is an interdimensional kinetic entity, or Ike. Was? Weg ist er. Gut, so, was haben wir hier? Hier kommen wir durch. Aber nicht hier drauf. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt den Tresor hier holen. Und schauen. Jetzt. Den Tresor hier rüber schießen. Was nicht funktioniert, warum? Geht doch. So, jetzt ist er wieder weich. Andersrum, jetzt ist er wieder schwer gewesen. Und so, perfekt. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt als erledigt gilt. Ich setze mal nicht drauf. So, jetzt auch. Sehr schön. Dann mal. Stop for a minute and take a look at the painting. The machine I referred to as Dolly started out as a simple metal forge that had been in the family since medieval times. The original quadrangle suit of armor was actually constructed in this very forge. My great-grandfather modified the old forge so that if it had enough raw resources, it could craft steel objects autonomously. This predecessor to Dolly supplied all the materials needed to build the Underground Railroad. This machine single-handedly won the Civil War. Not really. I made my own modifications to my great-grandfather's designs. The current Dolly specifications do not require any raw materials. For example, Dolly converts energy from the radioactive science juice directly into matter. I never did sort out why she makes so many copies of things. Oh well, you can never have too many safes, or chairs, or coffee tables. Gut, dann wissen wir jetzt auch die Geschichte dieser Dinger. So, was haben wir hier? Also, wir können es fluffy machen. Und wir können Knöpfe drücken. So, und wenn wir jetzt fluffy machen, dann kommt der Safe hoch. Und wenn wir schwer machen, kommt er hier durch. Wunderbar. Das Ganze machen wir jetzt noch ein paar Mal. Bis wir 3 Saves haben, denke ich mal. Und dann stellen wir den ersten da drauf, den zweiten da drauf und den
Es regnet Saves. Den dritten da drauf. Wow. Und wir kommen hier durch. Ah, that's where that got to. That is a botched experiment of mine called the awkward noise generator. There's got to be more around here somewhere. Dann sammeln wir die mal ein. Und wir können jetzt vermutlich einfach schon direkt hier rausspringen. Standard issue conveyor belts. Sometimes laziness should be indulged. Die können auch wahrscheinlich eine Runde fliegen. Ne, können wir noch nicht mal. Gut, aber wir können hier natürlich wieder so einen flauschigen Tresor nehmen. Und jetzt hier irgendwie hoch. Können wir nicht stecken bleiben. Sehr gut. So, I haven't discussed my location a whole lot, but it seems as if I'm in some sort of limbo. I think I may explore a bit and see what turns up. Mach das mal. Ich gehe hier dabei weiter. Und schau mal an, was hinter der Tür ist. Jäger der verlorenen Flauschigkeit. Aha. Irgendwie. Ah. Well, now you're just crying out for attention. Was ist hier? Ups. Theoretisch kann ich mich hier draufstellen. Theoretisch. Kann hier hochfliegen. Und dann darüber springen. Wunderbar. Es klappt. Jetzt bräuchte ich nur noch einen Tresor. Na toll. Dann holen wir uns halt den. Und stellen den da drauf. Nicht werfen. Stellen. Und wir kommen durch die Tür. Was ist hier los? Hier ist ein Riesenventilator. Aha. Ups. Theoretisch. Ha, perfekt. Hier wird nicht irgendwie noch was Verstecktes sein, oder? Ne, sieht nicht gut aus. Gut. Was haben wir dann hier? Der schmeißt wieder Tresore. Gleich 3 Stück diesmal. Wenn wir die flauschig machen, wird es die da drüber hauen. Richtig, richtig. Dann schauen wir uns das mal an. So nicht. Also wir müssen auf jeden Fall hier hoch. So. Naja, wir könnten den theoretisch nehmen und hier loslassen. Dann sollte der höher sein. Richtig, richtig. Und dann sind wir um. Wunderbar. So, wo müssen wir jetzt hin? Schauen wir mal, was jetzt passiert. Jetzt fängt der an. Okay. Das heißt, wir kommen ganz hoch. Gut. Dann... This room often gets rather sweltering in the summertime. Air circulation is very important. Hoppala und unseres. Sehr schön. Das sieht doch gut aus. Also ich muss sagen, bisher macht es mir echt viel Spaß.
Schauen wir mal, ob das so weitergeht. Was passiert hier? Ein Ventilator. Oh. Dann wollen wir mal eine Runde hüpfen. Oh. The physicality of that still completely baffles me. Dann probieren wir das Ganze hier auch. Na, das ist ein bisschen zu hoch, würde ich sagen. Immer noch. So soll's gehen. Perfekt. Sehr gut. Da oben ist auf jeden Fall mal was. Ah yes, with these specifications you should be able to recreate several objects in the Research and Development Lab adjacent to my office. Dann werden wir da mal... Die flauschige Dimension ist nun verfügbar. Aha. Was auch immer das bedeutet. This is one of the animals that Dolly cloned to rather, well, intriguing results. Aha. Thus was produced the world's first and only fully elastic dog. Sehr schön. You've moved on to a part of the manor where another type of dimensional rift is accessible. This is the Gravid-Wolfram dimension, or heavy for short. This dimension is in direct opposition to the fluffy dimension and will make things 10 times heavier. Aha. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier Sofas. Und wir können nichts machen, weil alles ist schwer. So. Hier haben wir jetzt irgendwie komplettes Chaos. Das sehe ich doch richtig, ja. Dann nehmen wir jetzt hier mal diese Boxen und stellen sie irgendwo drauf. Und jetzt gleich sollte das schwerer werden. Now just imagine how long it took me to lay all that out. Be careful. Mhm. Da Fug. Was? I'd help you, but I've honestly forgotten which doll is hooked up to which power converter. Aber nicht alle leuchten. Ich bin mir gerade nicht sicher, was die von mir wollen. Ob ich alle anmachen soll oder ob ich bestimmte anmachen soll. Okay. Mhm. Ja, das sieht schwer aus. Drück mal, dankeschön. Ja, was passiert denn jetzt auf ganz blöd? Ich einfach hier hinten hinrennen. Das fallen lasse. Warte, bis es schwer wird. Okay, also ich darf hier nicht hochspringen. Gut. Dann probieren wir das nochmal. Also. Kabel, 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 Kabel. Kabel, 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 Kabel. Der hier. Ja. Jetzt natürlich schwer geworden. Also, wenn ich jetzt das hier drauf platziere. Und keine Ahnung. Ich nehme mal nur den hier. Was passiert jetzt? Ich renne mal hier hoch, weil wahrscheinlich kann ich von da aus springen. Also hier kann ich jetzt hinspringen. Sehr gut.
Das heißt, ich muss jetzt schauen, dass ich noch die anderen kriege. Das heißt, einmal der hier. Der da. Der mittlere. Nicht den falschen. Der hier und der hier müssten es sein, oder? Und dann noch der letzte. Der da hinten. Das ist dieses Kabel. Ja, das sieht richtig aus. Gut, dann müssen wir jetzt noch schauen, dass wir dieses Kabel verfolgen. Das ist das rechtere. Das da. Das da. Das da. Gut. Jetzt sollten theoretisch... Ja, die 3 Runde spucken. Und wir können uns im Springen betätigen und sind erfolgreich nach oben gekommen. Sehr gut. Some dimensions are tightly bound together, like the one we're in right now, and also the fluffy and heavy dimensions. Ja, und das soll es dann, denke ich, auch gewesen sein für die erste Folge. Ich hoffe jetzt, dass er einen Autosave gemacht hat. Beziehungsweise ich gehe jetzt noch, bis da unten steht Autosave. Ja, das wird schon irgendwie funktioniert haben. Wenn nicht, gehen wir nochmal durch die Tür durch. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst es mich wissen. Wollt ihr davon mehr sehen oder reicht euch das einmal die Woche? Oder sagt ihr, bitte spiel was anderes, was nie flauschig ist? Mal schauen, ob ich das dann noch mache. Weil ich habe eigentlich sehr viel Lust auf dieses Spiel. Wie wir sehen, wir haben jetzt 2 Dimensionen und es kommen noch 2 dazu. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.